Eigentlich sollte sich dieses Färbevideo um das Kolorieren von solchen punzierten Projekten drehen. Doch das muss noch etwas warten. Mich haben seit dem letzten Teil dieser Reihe einige Fragen erreicht, die mir gezeigt haben, dass das Thema Basic Lederfärbetechniken noch nicht abgehandelt ist. Fragen wie diese hier. Hi Ralf, leider habe ich immer noch Probleme mit einheitlich gefärbten Flächen. Bei mir wird es trotz Befolgung deiner Tipps immer noch wolkig und überhaupt nicht gleichmäßig. Tja, mal ganz abgesehen davon, dass das Färbeergebnis auch immer direkt abhängig ist von der Qualität und der Beschaffenheit deines Leders, ist vielleicht auch etwas Erfahrung und Übung notwendig. Da mussten wir alle irgendwann mal durch. Oder du brauchst vielleicht doch noch eine andere Färbetechnik als die ich bislang gezeigt habe. Vielleicht ist das sogenannte Dip Dyeing, also die Technik, bei der unser Leder tauchen lernen muss, genau das Richtige für dich. Bleib dran, ich zeig dir, wie es geht. Beim Arbeiten mit Dauber und Co. entstehen immer kleine Pausen im Arbeitsablauf. Immer dann, wenn man neue Farbe aufnehmen muss. Die Gefahr ist dabei groß, nicht immer alle Stellen mit der gleichen Menge an Farbe zu versorgen. Da können wir noch so sehr kreisend und überlappend arbeiten. Denn kommt an eine Stelle weniger Farbe, bleibt diese auch heller als Stellen, an die mehr Färbstoffe gelangt sind. Klingt logisch, oder? Beim Dip Dyeing ist das anders. Hier wird das Lederstück nicht nur oberflächlich bepinselt oder mit dem Dauber bearbeitet, sondern das gesamte Lederstück wird in die Farbe eingetaucht. Der Vorteil davon ist, dass nicht nur die Vorderseite, sondern auch die Rückseite und die Kanten immer die gleiche Menge an Farbe abbekommen. Aber lasst uns mal schauen, was wir überhaupt für diese Technik brauchen. Zuerst einmal die Farbe. Diese Technik kannst du mit allen Ledereinzugfarben durchführen, egal ob wasserbasiert oder alkoholbasiert. Ich zeige dir heute ein paar Ergebnisse mit den Einzugfarben der Firma Fiebings. Alle 3 Produkte kannst du für die Tauchfärbung direkt aus der Flasche verwenden oder du verdünnst deine Farbe. Pro Dye und Leather Dye lassen sich mit dem Dye Reducer verdünnen und Leather Color ist wasserverdünnbar. Natürlich kannst du auch alle Farben einer Produktreihe miteinander zu deiner Wunschfarbe mischen. Aber bitte nur Pro Dye mit Pro Dye, Leather Dye mit Leather Dye und Leather Color mit Leather Color. Tja, und dann brauchst du eigentlich noch ein paar Schalen oder Schüsseln. Solche günstigen Plastikbehälter sind praktisch. Sie sind billig und überall erhältlich. Ich nutze gerne solche Plastikschalen, einfach weil es sie in vielen verschiedenen Größen gibt. Denn die Größe der Schale sollte schon ungefähr zu der Größe deines Projektes passen. Denk dran, um vernünftig eintauchen zu können, brauchst du schon einiges an Farbe. Nur mal als Beispiel. Dieser Behälter hier ist 22 x 7 cm groß. Für 3 cm Farbtiefe brauchst du hier schon den Inhalt einer kleinen Farbflasche. Du siehst, mit diesen kleinen Flaschen kommst du nicht sehr weit. Da macht es schon Sinn, sich auf die großen Flaschen zu konzentrieren. Was sonst noch? Ach ja, wenn du keine farbigen Finger magst, solltest du Handschuhe anziehen. Sonst könnten deine Finger ganz schnell mal so aussehen. Um vernünftig eintauchen zu können, macht es vielleicht Sinn, deine Lederstücke etwas größer zuzuschneiden. Natürlich nur, wenn es dein Projekt auch zulässt. So hast du dann genügend Fläche, um das Leder anzufassen, wenn du es in die Farbe tauchst. Alternativ sind solche Papierklemmen perfekt geeignet, um das Leder halten zu können. Am einfachsten geht es aber so. Mach ein Loch in das Lederstück, um mit einem Metallhaken zu arbeiten. Solche Haken kannst du ganz einfach aus einem gebrauchten Wolldauber biegen. Und noch was. Wenn du keine Lust auf Farbunfälle hast, dann solltest du deine Werkbank vorbereiten. Denn nicht nur deine Finger mögen keine Farbe. Wenn du nicht aufpasst, dann kann so ein Farbbehälter auch gerne mal umkippen und so ein Liter Farbe hinterlässt eine Menge Chaos. Aber vielleicht magst du es ja auch bunt. Ich decke meine Flächen mit Malervlies ab. Das hat an der Unterseite eine Kunststoffbeschichtung. Obendrauf einfach eine Lage Papier, in diesem Fall einfache Tapete. Beides ist saugfähig.
Und so hast du schon eine Menge getan, um deine Werkstatt zu schützen. Ich habe mir übrigens angewöhnt, überschüssige Farbe nach dem Färben sofort abzuwischen. Dazu liegen bei mir immer genügend Papiertücher bereit. Ich fülle meine Farbe immer bis zu einem Füllstand von ca. 3 cm in die Schalen. Das reicht vollkommen aus, um die Lederstücke auch gleichmäßig eintauchen zu können. Und dann hänge ich die Lederstücke einfach an einen Haken und lege sie in das Farbbad. Das Ganze dann vollständig untertauchen und etwas hin und her bewegen. Herausnehmen, ablegen und wie gesagt überschüssige Farbe mit dem Tuch abwischen. Und das war's dann eigentlich schon. Und das mache ich jetzt mit den anderen Farben auch. Da die Lederstücke eine Menge Farbe aufgenommen haben, sind sie schwer und nass. Lass sie in Ruhe über Nacht langsam trocknen. Ich habe neben den schönen bunten Farben auch noch einen Streifen mit Pro Dye im Farbton Walnut gefärbt. Die Farbe habe ich in einem Verhältnis von 50:50 mit Dye Reducer verdünnt. Einfach nur, damit wir die Farbe mit dem Pinsel und Dauberergebnissen vergleichen können. Hier siehst du übrigens perfekt, wie die Luftbläschen entweichen, weil das Leder die Farbe quasi aufsaugt. Je nach Dicke deines Leders und abhängig von der Tauchzeit kann das Leder komplett durchgefärbt werden. So, während das Ganze trocknet, geht's ans Aufräumen. Wenn du eine Schale genommen hast, die sich verschließen lässt, spricht nichts dagegen, sie einfach ins Regal zu stellen, bis du sie wieder brauchst. Restliche Farbe lässt sich aber anschließend auch wieder in die Flasche zurückgießen. Dann brauchst du nur einen Trichter für. Kleiner Tipp, wenn es eine besondere Farbmischung ist, dann solltest du es auf der Flasche notieren. Und hier ein klasse Beispiel, warum du deine Arbeitsfläche schützen musst. Eine Menge der Farbe ging beim Zurückfüllen in die Flasche tatsächlich daneben. Aber das habe ich natürlich gemacht, um dir zu zeigen, was passieren kann. Ehrlich, kannst du mir glauben. Nachdem alles schön langsam getrocknet ist, hier die Ergebnisse. Und, was sagst du? Die Teststreifen sind wunderbar durchgefärbt und einheitlich, keine Flecken, keine Wolken und keine Pinsel- oder Dauberspuren. Das sieht schon klasse aus. Vergleichen wir aber mal die Brauntöne. Das hier ist der Farbstreifen aus einem früheren Video. Hier habe ich mit dem Dauber gefärbt und man sieht tatsächlich ein paar Wolken und unterschiedlich helle und dunkle Färbung. Und das hier ist das Ergebnis der Tauchfärbung. Also, das ist tatsächlich viel, viel einheitlicher, wolkenfrei und gleichmäßig. Du siehst, das Färben mit dieser Technik ist überhaupt nicht schwer, denn eigentlich ist es tatsächlich die einfachste Technik, die ich bislang gezeigt habe. Denn eintauchen und trocknen lassen, das sollte jeder schaffen. Der einzige Nachteil, wenn man denn von Nachteil reden kann, ist die Tatsache, dass du für diese Technik etwas mehr Lederfarbe vorhalten musst. Du hast gesehen, größere Projekte, also größere Lederstücke, brauchen auch ein größeres Tauchbecken. Aber davon Nachteil zu reden, ist unfair. Es ist halt eine andere Technik, die andere Grundvoraussetzungen hat. Ich selber mag diese Technik, auch wenn ich sie selber eher seltener einsetze. Aber das ist ja Geschmackssache oder eine Frage der Optik, die du erzielen möchtest. Falls du weitere Fragen zum Thema Lederfärben hast, stell sie doch einfach. Schreib sie einfach in die Kommentare unter diesem Video. Ach ja, und liken und teilen hilft anderen Lederverrückten, diesen Kanal zu finden. Ich bin mir sicher, es gibt viele mit ähnlichen Fragen. Für heute erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.